Der Bentley läuft nur noch auf 6 Zylindern. Eigentlich kann man das auch ganz gut hören, weil er bubbert so ein bisschen. Das ist sonst nicht so. Und ich denke, die Steuergeräte sprechen einfach nicht mehr miteinander. Das sagt zumindest die Diagnose. Da dieses Fahrzeug schon einige Jahre auf dem Buckel hat, die Dinger, die sind mittlerweile über 20 Jahre alt, der ist vom Baujahr 2004, da nagt natürlich der Zahn der Zeit auch schon an der Elektronik. Und was natürlich auch ein Thema ist, die ganzen Vorbesitzer. Das ist auf jeden Fall etwas, hier ist der Motor raus gewesen, das ist auch nicht immer alles beim Bentley-Service passiert, das muss nicht zwingen, weil ehrlich gesagt, das ist hier auch kein Bentley-Service, es ist hier auch keine Werkstatt, ne? Das ist hier ein YouTube-Kanal. Das heißt, man weiß immer nicht, unter welchen Bedingungen das auseinandergebaut wurde. Die meisten Fehler sind verschwunden. Er hatte eine ganze Menge, weil die Batterie total leer gerannt war, weil wahrscheinlich wegen den vielen Fehlern die Steuergeräte nicht in Standby gegangen sind. Aber es ist halt so ein Thema bei diesen alten Dingern. Da muss man schon suchen und man muss die Gerätschaften haben, weil die Hersteller machen es einem auch nicht einfach, dass man daran arbeitet. Ich habe mir natürlich auch gedacht, wenn da schon Feuchtigkeit im Spiel ist, dann machst du einfach mal die Steuergeräte auf. Dann habe ich jedes einzelne Steuergerät aufgemacht und ich muss sagen, sie waren von innen knochentrocken. Danach habe ich sie einfach neu versiegelt, dass sich da in Zukunft kein Wasser rein verirrt. Und ja, ist ja schon mal ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass die Steuergeräte nicht abgesoffen sind. Sonst wäre es wieder richtig teuer gewesen, weil man muss erstmal die Steuergeräte kriegen. Klar, das ist was aus dem VAG-Konzern, aber das Ganze muss dann auch noch geklont werden und. Das ist schon schön, dass ich diesen Aufwand jetzt nicht hatte. Natürlich ist jetzt auch nochmal der Fehler nicht da, den ich eigentlich hatte. Eigentlich gab es einen Fehler, dass die Steuergeräte nicht miteinander kommunizieren. Aktuell sagt er mir, der Zündkreislauf oder der Zündstromkreis für Zylinder 10 wäre defekt. Da muss ich mir jetzt mal genau angucken, was ist Zylinder 10, auf welchem Steuergerät liegt das. Und dann schaue ich mir auch da die passenden Pins noch zu an. Dann hatte ich ja die Fehlermeldung, nicht mehr Kommunikation zwischen den Steuergeräten. Ich gehe gleich nochmal ans zweite Steuergerät ran. Ich gehe ans erste Steuergerät ran, das zweite habe ich ja schon raus. Da sind keine Indize für Probleme in der Datenübertragung zwischen den Steuergeräten. Aber ich habe für diese Ansteuerung 10. Zylinder, da habe ich jetzt auf jeden Fall was für gefunden und das ist, ja, Smoking Gun, total eindeutig. Da liegt auf jeden Fall das Problem für den aktuell beschissenen Motorrundlauf. Ich zeige euch das mal. So, und hier kann man meine Smoking Gun sehen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, aber schaut euch mal an, wie schön die Stecker hier alle in einer Reihe sitzen. Nur der da in der Mitte, das ist der nach oben. Ich mache jetzt nochmal das Multimeter wieder an. Ich weiß nicht, ob ihr das dann hier gleichzeitig sehen könnt, aber ich lege es mal dahinter. So, ich habe die rote Strippe vom Multimeter, die steckt jetzt noch in der Zündspule. Und Zylinder Nummer 10, der hier im Steuergerät mit Aussetzer oder mit keiner Ansteuerung vermeldet ist genau der Kontakt, der da rausgerutscht ist. Ich habe dann zusätzlich auch schon mal die Zündspule von Zylinder 12 zu 10 getauscht. Das habe ich gemacht, weil auf 12 eine nagelneue war. Und ich mir dachte, okay, dann bist du wirklich auf Nummer sicher. Wenn der Fehler mitwandert, ist es die Zündspule. Wenn der Fehler da bleibt, dann liegt es wahrscheinlich an der Kabelstrecke oder an dem Steuergerät. Aber so merkt ihr, so kann man halt logisch an irgendwelche Sachen rangehen. Kontrolliert alles durch. Immer von einfach nach schwer. Und Diagnosetools sind bei solchen Elektronikbomben unabdingbar. So, das bedeutet, ich schnapp mir jetzt mal den Kontakt. Ich weiß nicht, ob ich das filmen kann. Aber es gibt an dem Kontakt an der Seite so eine Fahne. Wenn man den reinsteckt, dann verriegelt die so in dem Kunststoffkörper von dem Steckergehäuse. Und die scheint wohl weggebogen zu sein, dass der Stecker immer so raus kann. Das versuche ich jetzt mal nachzubiegen, dass er wieder einrastet. Ich gucke mal, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Ich habe es jetzt erstmal fertig gemacht. Man hat das gesehen, dass die Kontakte so rausgerutscht sind. Ich habe das jetzt
zusammengebaut ohne die Kappe und habe die Stecker nochmal von Hand nachgeschoben und habe dann die Kappe auf den Stecker gesetzt. Das ist ein bisschen fummelig und dauert 3-mal so lange, als wenn man den normalen Stecker drauf macht. Aber es ist nun mal so, warum auch immer er jetzt die Benzinpumpe anmacht. Dafür läuft er jetzt wieder, wartet mal. Er läuft auch wieder auf allen 12 Zylindern. Ohne Motorkontrollleuchte, ohne alles. Nur mit Krach. Wie ihr sehen könnt, Fehler behoben. Er läuft wieder schön rund auf allen 12 Zylindern. Ich gehe jetzt noch mal kurz mit dem VCDS drüber, um zu sehen, ob die Fehler wieder gekommen sind. So, leider ist das Fenster mal ein bisschen klein. Aber ich gucke in den Antrieb und in das erste Motorsteuergerät. Leider föhnt er da jetzt schon so vor sich hin, weil er 3 Sekunden gelaufen ist. Das kennen wir ja von VW. Das ist Stand der Technik, dass die solche Dinge machen. Selbst bis heute. So, wir schauen in den Fehlerspeicher und Lüfter Kühlmittel schwergängig. Ja, okay. Das ist jetzt ein anderes Thema, da habe ich leider im Moment nichts für da, aber gut. Lüfter 2 für Kühlmittel schwergängig. Muss ich mir gleich mal ein Foto von machen. So, und dann gehe ich auch immer gleich noch in das zweite Motorsteuergerät rein. Und wir schauen uns an, was da los ist. Keine Fehlercodes. So, und das ist die Stelle hier vorne, wo ich immer die Fehlercodes hatte, die da jetzt weg sind. Das heißt, Kommunikation ist wieder da und auch die Zündspule von Zylinder Nummer 10 ist wieder erreichbar. So, da der Motor jetzt wieder läuft, habe ich hier noch die schöne Manschette für den Wahlhebel. Und da schaue ich mal, ob ich die da jetzt noch eben schnell reinkriege, weil sonst sieht es einfach wieder ein bisschen besser aus. Also hier kann man den Rest der alten Verkleidung sehen. Ich glaube, das hat einfach der Weichmacher hat den Chat verlassen. Naja, man kann das hier an den Außenstellen, kann man das schön auseinanderklipsen. Dann gibt diese Schale hier raus und dann kann man das neue Teil einsetzen. Und wie man sehen kann, oder warte, wie man hier sehen kann, das geht leider nicht so gut. Wie man hier sehen kann, ist jetzt dieses neue Verkleidungsteil da drin. Das ist wieder schön zu. Es funktioniert in alle Richtungen. Jo, und das baue ich jetzt wieder ein. Da unten. Am Ende war das jetzt kein Motorproblem, sondern einfach ein klassisches Kontaktproblem. Beziehungsweise irgendwer hat da mal rumgefummelt und hat was verbogen, abgebrochen und hat das so zusammengewurstelt. Denke ich jetzt mal. Weil warum sollte da sonst so ein Widerhaken abgebrochen sein oder eine ganze Steckerleiste kaputt? Beziehungsweise ein Pin vom Motorsteuergerät verbogen. Ich werde jetzt noch eine Probefahrt damit machen und muss vorher meinen ganzen Fuhrpark rumfahren, weil ich irgendwie alles hintereinander hingestellt habe auf der Auffahrt. Das soll jetzt nicht mehr ins Video reinkommen. Wenn ihr jetzt mehr solche Sachen, solche Fehlersuchen sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich gehe jetzt auf Probefahrt. Bis dann. Ciao.